Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich bin nach diesem Pressefoyer im Haus der Europäischen Union. Geht es wieder nach Straßburg, wo wir heute eine Plenartagung beginnen, die bis Donnerstagabends dauert. Gleichzeitig warten wir heute alle darauf, was auch in dieser Woche in Straßburg ein Thema ist, ob das Handelsübereinkommen Europäische Union mit Kanada am 27. Oktober unterzeichnet werden kann. Ja oder nein? Ich möchte mich heute in diesem Gespräch mit 4 kurzen Punkten beschäftigen. Das eine ist die Frage natürlich des für die Europäische Union, für die Bürgerinnen und Bürger Europas, für Wachstum und Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union so wichtige Handelsübereinkommen mit Kanada. Das zweite ist die Frage des Kampfes gegen die Steuerflucht. Das dritte ist die Frage des Budgets und das vierte kurz zur Russland-Debatte im Lichte des Gipfels, der letzte Woche zwischen den Staats- und Regierungschefs stattgefunden hat. Zu CETA: Ich bleibe entsetzt und das Entsetzen allein reicht nicht aus. Ich habe den Eindruck, dass manche Politiker noch immer nicht den Ernst der Lage, in dem sich die europäische Wirtschaft befindet, in dem sich unsere Beschäftigungssituation vor allem bei jungen Menschen befindet, den Ernst der Lage bewusst sind. Im Zusammenhang mit dem Handelsübereinkommen mit Kanada steht die Verlässlichkeit der Europäischen Union, das Vertrauen in die Europäische Union, die Ernsthaftigkeit von Verhandlungen mit der Europäischen Union, die Glaubwürdigkeit und die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auf dem Spiel. Warum sage ich das so scharf? Weil dieses Abkommen 7 Jahre lang seit 2009 verhandelt wird, weil alle Mitgliedstaaten an diesen Verhandlungen beteiligt sind, weil dieses Abkommen seit 2 Jahren fertig ist und wobei jetzt Einzelregionen der Europäischen Union wie die Wallonen versuchen, dieses für Europa so wichtige Abkommen zu blockieren. Wenn wir die Debatte in der Wallonie mitverfolgen, wissen wir, es geht gar nicht um CETA. Es geht bei der Blockade des belgischen Ja's durch eine Region um parteitaktische Überlegungen, um persönliche Machtüberlegungen und um die Schwäche von Politikern, nämlich zu dem zu stehen, was sie mit ausverhandelt haben. Es geht daher auch um das Entscheidungsverfahren der Europäischen Union. Das sage ich hier sehr klar. Aus meiner Sicht müssen sofort 2 Rückschlüsse aus diesem Verhalten, ja auch die SPÖ-Abstimmung nach dem Abschluss des Verfahrens in Österreich, das Referendum des Herrn Orban zu der Flüchtlingsverteilungsschlüssel, der Brexit im Vereinigten Königreich und jetzt die Wallonie sind Ausdruck dafür, dass manche sich des Ernst der Lage und ihrer Verantwortung für die Gemeinschaft nicht mehr bewusst sind. Was sind meine 2 Rückschlüsse, die man sofort umsetzen kann? Mein erster Rückschluss ist, wir müssen den Geburtsfehler der Einstimmigkeit beseitigen. Ich verlange von den Staats- und Regierungschefs, dass sie
eine öffentliche Erklärung abgeben, dass sie ihr Vetorecht zur Blockade von gemeinschaftlichen Interessen und gemeinschaftlichen Beschlüssen nicht mehr einsetzen. Ich verlange von den Staats- und Regierungschefs, dass sie zu dem im Rat selbst gewählten Abstimmungsmodus der doppelten Mehrheit, Mehrheit der Staaten, Mehrheit der Bürger, Mitbeteiligung des Europäischen Parlaments am Entscheidungsprozess in allen europäischen Fragen zurückkehren. Und ich verlange drittens von den Staats- und Regierungschefs, dass sie eines klarstellen, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, auf der politischen Ebene getroffen werden, in Europa, wo man auch die Verantwortung für diese Entscheidung wahrnimmt. Handelsfragen sind europäische Gemeinschaftskompetenz. Daher sind Handelsabkommen vom Rat, den zuständigen Ministern und dem Europäischen Parlament zu beschließen und nicht zusätzlich von Dutzenden Einzelparlamenten zu ratifizieren. Diese Blockade führt zu einer eigenartigen Allianz von EU-Gegnern, Euro-Gegnern, Sanktionsgegnern, USA-Gegnern und Integrationsgegnern. Die Europäische Union muss als politische Union gestärkt werden und muss eine gemeinsame Stimme in der Welt haben. Wollen wir in der Globalisierung, die immer stärker wird, im stärkeren globalen Wettbewerb gestärkt herausgehen aus dieser Debatte. Es geht also um die Ernsthaftigkeit der europäischen Entscheidungsprozesse und der europäischen Politik, und ich erwarte mir, dass heute ein grünes Licht gegeben wird, dass wir zu diesem Abkommen stehen, dass die politischen Mehrheiten in den Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament die Unterschrift am 27. Oktober möglich machen und artfremde Blockademaßnahmen die gesamte Gemeinschaft nicht blockieren können und nicht schwächen können. Wir stehen zu diesem Abkommen und werden diesem Abkommen auch die Zustimmung geben. Mein zweiter Punkt ist die Frage der Steuerflucht, die uns alle bewegt. Sie wissen ja, dass wir die Schlagwörter Panama Papers, Bahamas, ist alles bekannt. Wir haben mehrere Untersuchungen im Europäischen Parlament durchgeführt, 2 LuxLeaks, sozusagen Ausschüsse, Sonderausschüsse des Europäischen Parlaments, und jetzt eingerichtet einen Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers, weil wir benötigen in der Europäischen Union und global erstens mehr Transparenz, zweitens ein staatenübergreifendes Reporting-System, drittens globale Regeln und viertens innerhalb der Europäischen Union eine einheitliche Körperschaftsbemessungsgrundlage, weil klar sein muss, Unternehmenssteuern sollen dort gezahlt werden, wo die wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet. Ich bin daher sehr froh, dass die Europäische Kommission ein Gesetzespaket gegen Steuertricks von internationalen Firmen morgen dem Europäischen Parlament vorlegen wird. Der Kernpunkt dieses Gesetzespaketes ist eine einheitliche Körperschaftsbemessungsgrundlage, eine Forderung, die ich schon lange erhoben habe und die auch im Bericht des LuxLeaks Sonderausschusses steht. Denn wir müssen eines ehrlich sagen: Das primäre Problem besteht nicht darin, dass Firmen oder Mitgliedstaaten gegenüber Gesetzen verstoßen, sondern dass völlig legal Firmen sich für jeden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in verschiedenen Ländern ihr steuerschonendstes Modell
und Land aussuchen können. Dieser Wildwuchs an unterschiedlichen Regelungen führt zu Möglichkeiten der Steuerhinterziehung, schafft Schlupflöcher und wir müssen diese Schlupflöcher schließen. Wenn die gleiche Tätigkeit in jedem Land unter einer anderen Überschrift besteuert wird und es überall andere rechtliche Steuerzugang gibt, dann haben wir leider zu viele Lücken im Steuerrecht, die von den Unternehmern ausgenutzt werden können. Ich will eine Vereinheitlichung der Steuerbemessungsgrundlage, was wird besteuert, aber nicht eine Vereinheitlichung der Steuersätze, wie hoch wird besteuert, denn es soll innerhalb des Binnenmarktes natürlich der Steuerwettbewerb, der ein wichtiger Teil auch der innerstaatlichen Wirtschaftspolitik und Wettbewerbspolitik ist, möglich sein. Aber sogenannte Patentboxen, in denen Milliarden hin und her geschoben werden können, darf es nicht geben und daher unterstütze ich den Vorschlag der Kommission, unterstütze das Country-by-Country-Reporting und unterstütze eine erhöhte Transparenz. Worum geht es jetzt? Es sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, Nägel mit Köpfen zu machen. Man muss auch in diesem Fall sagen, die Mitgliedstaaten haben aus Nationalegoismus, auch aus Hörigkeit gegenüber den Firmen, die sie mit Steuertricks an Land gezogen haben, bisher nicht ausreichend genug die Vorschläge der Kommission in die Tat umgesetzt. Dieser Mangel an Umsetzung von notwendigen gemeinsamen Maßnahmen führt dazu, dass pro Jahr 70 Milliarden Euro an Steuergeldern verloren gehen. Nicht zuletzt scheitern in vielen Fällen, das schließt sich der Kreis zur Frage CETA, es schließt sich der Kreis deshalb, weil Steuerpolitik nicht Gemeinschaftskompetenz ist, notwendige steuerpolitische Maßnahmen im Binnenmarkt, Stichwort Finanztransaktionssteuer, die Einstimmigkeit benötigen, die Einstimmigkeit unter den Finanzministern bei so entscheidenden Fragen oft nicht vorhanden ist und daher notwendige Gemeinschaftsinitiativen dadurch blockiert werden. Daher verlange ich auch in diesem Bereich die Beseitigung der Einstimmigkeit bei allen steuerpolitischen Fragen, die den Binnenmarkt betreffen und den Kampf gegen Geldwäsche und globale Steuerhinterziehung. Mein dritter Punkt ist jener des Haushaltes. Wir werden am Mittwoch im Parlament die Haushaltsdebatte 2017 haben. Hier nur zur Information kurz. Der Kommissionsentwurf beschäftigt sich vor allem und der Parlamentsentwurf mit 3 Verbesserungen zum Budget 2016. Er dient erstens den Fragen Wachstum und Beschäftigung, zweitens einem besseren Management der Migration und der EU-Außengrenze und drittens der Sicherheit. Mein vierter Punkt, der ebenfalls auf der Tagesordnung steht, weil wir debattieren die Auswirkungen des Gipfels der Staats- und Regierungschefs am Ende letzter Woche. Hier geht es natürlich auch um die strategische Ausrichtung des Verhältnisses Europäische Union zu Russland. Und ich bleibe dabei. Die europäische Politik muss nach innen wie nach außen eine Grundlage des politischen Handelns penibelst einhalten, was wir nicht immer getan haben. Das ist europäisches und internationales Recht ist einzuhalten. Und wer europäisches und internationales Recht nicht einhält, muss mit Sanktionen rechnen. Wir gehen nicht zur Tagesordnung. Grundlage für Friede und Sicherheit ist, dass das Völkerrecht und die gemeinsamen Werte umgesetzt und eingehalten werden. Wir haben im Verhältnis mit Russland, das stand auf der Tagesordnung, nicht ein Bauchladen einer generellen Debatte, 2 ganz große Probleme. Neben dem Dialog, den wir in allen Fragen mit Russland führen,
wird in zwei ganz wesentlichen Bereichen, die Europa intensiv betreffen, internationales, europäisches Recht und die gemeinsamen Werte verletzt. Also auf der einen Seite noch immer die Frage Ukraine inklusive Krim. Die Krim ist annektiert, völkerrechtswidrig, und in der Ukraine wird das Minsker Friedensabkommen 1 und 2 nicht implementiert, das heißt umgesetzt. Ich bin froh, dass in Berlin es zu Fortschritten gekommen ist, was die Planung des Rückzugs von der Ost- und Westukraine stattfindet und bis Jahresende durchgeführt werden soll. Faktum ist, wir haben keine großen Fortschritte. Und das zweite große Feld ist Syrien. In Syrien hat bombardiert das Assad-Regime mit Unterstützung von Putin die Zivilbevölkerung. Spitäler, Schulen, Kinder, Erwachsene. Es ist eine klare Verletzung aller Abkommen, eine klare Verletzung des Völkerrechts, und Russland hat sich damit außerhalb der Bündnispartner gestellt und Russland hat blockiert die UNO-Sicherheitsratsresolution von Frankreich, wo zur Lieferung von Hilfsgütern ein Waffenstillstand wieder eingesetzt werden soll. Der Waffenstillstand, der wenige Stunden hielt, ist seit Samstag wieder gebrochen worden und das Bombardement fortgesetzt worden. Und daher kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, und ich bitte auch die Bevölkerung um Verständnis, dass man klar sein muss, dass das Einhaltung des internationalen Rechts und die gemeinsamen Werte eine Grundlage der europäischen Politik zu sein hat. Und dass klar sein muss, dass ein Zuwiderhandel mit Sanktionen belegt werden kann. Dass das aber nicht heißt, dass man deshalb alle Gespräche abführt, denn zu Verbesserungen kommt man immer nur mit Gesprächen. Das Nichtstun gegenüber den Aggressoren hilft aber immer den Aggressoren und schwächt immer jene Menschen, die sich um Friede und Sicherheit bemühen. Und daher bin ich froh, dass der Rat deutlich gemacht hat, die Staats- und Regierungschefs, dass sie nicht nur ein Problem wegen der Ukraine haben, nämlich der Mangel an Anerkennung der Souveränitätsrechte, sondern auch ein gewaltiges Problem wegen der Vorgangsweise und der Unterstützung des Assad-Regimes durch Wladimir Putin haben. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Ich hätte ein paar Fragen. Sie haben angesprochen,